Ja, für uns geht es jetzt weiter nach Skye. Wir waren gestern einen Tag hier in dieser Garage und es war richtig gut, sich mal auszuruhen. Zurück den ganzen Tag nur geschlafen. Auch nach der Wanderung. Ich war so platt nach diesen 24 Kilometern, wie viel das waren. Und genau, und jetzt soll es theoretisch schon die nächsten 5 Tage nicht regnen. Mal gucken, ob das auch stimmt. Und los geht's nach Skye. Suri hat schon die ganzen Leute und die Arbeiter becharmt. Das ist schon immer echt lustig. Ja, es sind jetzt irgendwie mehr Autos, als auf die Fähre drauf passen. Ich weiß gar nicht, wie die das jetzt machen wollen. Ich habe jetzt mein Fahrrad ein bisschen zurückgeschoben, damit hier noch mehr Autos reinpassen. Ich glaube, sind alle drauf. Wahnsinn. Da hinten ist Neustadt. Das ist krass, wie grau das heute alles aussieht. Vorgestern war das so richtig schön farbenfroh. Ich habe echt Glück gehabt mit der Wanderung. Gehen wir jetzt mal zum Fahrrad. Bye. Cheers, thank you. The dog's making light work of the ferry. No problem. Cheers. Ciao. Die Insel Skye ist rund 80 Kilometer lang und bis zu 24 Kilometern breit. Es ist die zweitgrößte schottische Insel nach Lewis und Harris. Hier auf Skye leben rund 10.000 Menschen. Das sind 6 Menschen pro Quadratkilometer. Wie wenig das ist, wird einem eigentlich erst klar, wenn man es mit den 230 Menschen pro Quadratkilometer in Deutschland vergleicht. Was ich noch gar nicht erzählt habe, ist, dass die Fähre fürs Fahrrad super günstig ist. Ich habe 3 Euro bezahlt als Fußgänger, Fahrrad ist kostenlos und Hund auch. Das hat sich richtig gelohnt nach Skye. Das ist hier so eine kleine Nebenstraße. Ich hoffe, dass die auf der anderen Seite auch wieder rausführt. Das hat mir auf jeden Fall Komoot vorgeschlagen. Jetzt 2 Minuten. Super. Oh Mann. Oh. Die Insel Skye heißt übrigens übersetzt Insel des Nebels. Das erscheint mir bei den schottischen Wetterverhältnissen auch wirklich gut gewählt. Wir sind jetzt in Bradford. Wir müssen jetzt hier mal beim Post Office stoppen, weil hier übermorgen mit UPS meine Regenjacke von VD eintreffen soll. Leider im normalen Post Office und eigentlich müssen die ja UPS nicht annehmen. Deshalb werde ich mal fragen, ob die das trotzdem können, weil das wäre großartig. Ja, ich war gerade im Post Office und UPS hat die Jacke heute Morgen schon geliefert. Tada! Eine neue Regenjacke von VD, weil die alte nicht so richtig wasserdicht hält. Schauen wir mal, was die neue bringen kann. Richtig, richtig geil. Die waren so nett da drin. Oh, den Berg müssen wir hoch.
Also Komoot sagt, wir können hier auch unten rumfahren. Das heißt, wir müssen nicht über den Berg, wir können hier unten irgendwie am Wasser rumfahren. Ich hoffe, dass das auch stimmt. Könnten wir ein bisschen was abkürzen. Die winken alle, das ist irgendwie echt cool. Closed. Hoffen wir mal das Beste und das stimmt nicht. Oh, gigantisch. Das ist so eine Komoot-Straße. Da können wir jetzt nicht hoch. Wollen wir jetzt? Ich bin gerade ein bisschen diese Route hochgelaufen, diesen Weg. Aber das ist mir mit meinem Fahrrad und Anhänger doch ein bisschen, naja, too much. Es wird auch immer bestrüppter. Ich weiß nicht, ob ich da komplett hochkomme. Also nehmen wir die Autostraße. Auf den Berg! Geht vom Berg. Insbesondere auf den Hauptstraßen wimmelt es nur so von Campervans in Autos. Das liegt vor allem daran, dass Skye mittlerweile nach Edinburgh das beliebteste Reiseziel in Schottland ist. Hier ist gerade die Batterie gewechselt. Das heißt, eine Batterie hat jetzt 53 Kilometer gehalten. Eigentlich nicht so schlecht. Was so schön mit der Sonne, das ist so unglaublich. Krass, wie aufgeklärt es ist. Oh, es sieht auch so farbenfroh aus. Wunderschön. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Ich würde gerne noch weiterfahren in der Sonne, aber ich habe gerade einen Reiseführer getroffen und der hat gesagt, hier ist das letzte Café, was offen hat. Und da der eine Akku schon alle ist, müssen wir auf jeden Fall erstmal Akku laden. Ja, das Essen ist hier ziemlich teuer. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, einfach nur Pommes zu essen, weil die kann man eigentlich überall bestellen. Die sind relativ günstig und einen Orangensaft. Und genau, jetzt werden wir mal warten, dass der Akku ein bisschen geladen ist. Und dann hoffentlich noch ein bisschen Sonne genießen. Weil man weiß ja immer nie, wie viel Sonne man in Schottland so hat. Und Zürich kommt hier auch überall gut an. Es ist echt immer lustig zu sehen, wie ganze Leute auf sie zugestimmt kommen und sie alle streicheln wollen. Und der Touri-Guide eben auch, der ist extra nochmal gekommen mit seiner Tochter gefragt, ob er sich Zürich seiner Tochter zeigen kann. Das ist ganz schön viel Berg für einen Umweg, den wir morgen wieder zurück müssen. Aber da soll es ein ganz schönes Bergpanorama geben, das ich mir angucken will und vielleicht schaffen wir da auch. Jetzt sind wir auf der Straße, wo wir sein wollten. Fahren noch ein bisschen, gucken, ob wir einen besseren Blick auf den Berg bekommen. Und dann würde ich sagen, gibt es wirklich auch Zeit für den Schlafplatz. Wir haben jetzt 7:30. Ich hoffe, dass das Wetter morgen auch so gut ist. Bergen immer näher. Wow. Das ist ewig weit und super hügelig. Ich glaube, wir fahren ja schon 15 Kilometer in diese Sackgasse rein, die wir morgen alles wieder zurückfahren müssen. Hier gibt es noch nicht so richtig gute Schlafplätze. Ich habe eine Joggerin getroffen, die meinte, es gibt gute Plätze da im Wald. Berge machen mich immer ein bisschen nervös in der Pampa, weil der ganzen Cafés ja nicht aufhaben wegen Corona. Weiß ich immer nicht, ob ich nachladen kann oder ob ich irgendwann feststecke. Ich spüre schon überall die Midges. Scheiße. Guck mal diese Kulisse an. Wahnsinn. Ich wollte jetzt nochmal gucken, weil das ist mir alles ein bisschen zu steil, wie es jetzt runter geht. Ich meine, runter ist ja gut, aber ich will das nicht jeder hochfahren. Deshalb gucke ich jetzt gerade. Da hinten ist ein Parkplatz, das sind aber ganz schön viele Leute. 500 Yard, Carpark, okay. Soll ich wieder irgendwas Schönes geben? Ein Fountain oder ein Wasserfall oder irgendwas? Also, glaube ich, ist das Coolste, wenn wir hier oben irgendwo schlafen und dann runterlaufen.
Ich habe jetzt diesen kleinen Parkplatz gefunden und ich werde jetzt dann in diesem grünen Zelt einfach schlafen. Die Midges sind echt Katastrophe hier. Aber da ist ein ganz gerader Platz. Und dann kann vielleicht morgen auch jemand auf mein Fahrrad aufpassen, wenn ich mir das angucke. Hier war mein Nachtlager. Ganz, ganz viele Midges. Und es ist unglaublich, bis in der sternklaren Nacht wirklich Regenschauer im Morgen werden können. Ich habe jetzt gerade ein paar Nüsse gegessen. Und wir werden uns jetzt die Ferry Pools angucken, solange es trocken ist. Und ich glaube, es sind so 5 Kilometer Wanderung. Ja, der Berg sieht nicht mehr so beeindruckend aus wie gestern. Ich bin echt froh, dass ich den noch im Sonnenschein gesehen habe. Und ich werde jetzt Pflaumen frühstücken und hoffen, dass sie nicht abführend wirken. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück gelaufen, wie ihr seht hier oben. Und die Ferry Pools sind eigentlich, es ist nur ein Fluss, der ganz viele kleine Wasserfälle hat, die eigentlich ganz schön aussehen sollen. Aber ich weiß nicht, mal gucken, wie viel wir davon im Regen erkennen können. Und es ist tatsächlich auch eine Touristenattraktion, weil hier sind ganz schön viele Leute. Wir sind jetzt gleich bei dem Hauptpostkartenmotiv. Aber ich muss sagen, für mich, ich bin auch ein bisschen frustriert mit dem Regen, weil es regnet einfach ständig. Ja, aber für mich ist es tendenziell einfach ein Fluss. Ich weiß nicht, aber mal gucken, wie es aussieht, wenn ich nah dran bin. Immer vorne mit dabei. Hier ist das Postkartenmotiv. Wirkt halt nicht so schön, wenn es regnet. Ja, Zuri. Ja, also man kann hier noch ein ganzes Stück den Wasserlauf einfach hochlaufen. Aber finde ich jetzt nicht so spektakulär. Das sind einfach echt viele Menschen hier. Gehen wir mal zurück und packen das Zelt zusammen. Das ist auch krass, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, da oben. Aber wie viele Autos da sind und Campervans. Wir sind zurück. Jetzt esse ich noch ein bisschen Frühstück, ein bisschen Brot und dann geht's weiter. Ist auch hier ganz schön voll geworden auf dem Parkplatz. Ich verstecke mich gerade im Zelt. Eigentlich bin ich bereit, loszufahren. Also beziehungsweise ich habe alles gepackt, nur die Sachen hier im Zelt nicht. Aber es wimmelt da draußen nur von Midges. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie die da rumfliegen. Und ich will einfach nicht raus, aber ich muss raus, weil sonst kann ich ja nicht weiterfahren. Hier hört das ja nie auf mit den Midges. Ist ja egal, welches Wetter das ist. Und mein Netz ist in meiner Jacke, die am Fahrrad verpackt ist. Auch schlecht. Was machst du da so, Zuri? So, wir sind wieder unterwegs. Es ist 10 nach 1, es regnet immer noch. Ich war tatsächlich noch nicht mal pinkeln heute, weil alles voller Menschen ist. Wir werden jetzt vielleicht so 5-6 Kilometer fahren bis zum nächsten Ort. Ich hoffe, dass es da ein Café dann gibt, wo wir ein bisschen Midge- und trockenfreie Zone haben. Weil selbst im Zelt haben die Midges uns verfolgt. So viel Verkehr. Das ist richtig krass. Es staut sich hier alles. Das ist schon die Attraktion der Insel, glaube ich. Wir haben ein Café gefunden. Leider mal wieder keine Hunde erlaubt. Aber es ist zumindest überdacht. Das heißt, Zuri muss jetzt hier warten. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich muss auf jeden Fall Akku laden. Sonst schaffe ich es nicht in das nächste Dorf. Zuri hat jetzt eine Stunde ganz ruhig hier in dem Wagen gewartet. Und es regnet leider immer noch, aber zumindest ist der eine Akku jetzt voll geladen. Wir haben gestern eine Joggerin getroffen auf dem Weg zu den Ferry Pools. Und die hat jetzt eine Instagram-Message gesendet, dass ich bei ihr duschen kann und auch schlafen kann, wenn ich möchte. Dass die hier in dem Ort wohnt, wo wir ja auch in dem Café waren. Ich habe jetzt gesagt, dass ich das großartig finden würde, weil es einfach immer noch regnet. Aber sie hat noch nicht geantwortet. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal dahin fahren, wo sie mir ungefähr beschrieben hat, wo sie wohnt. Und wenn wir sie antreffen, wäre großartig. Wenn nicht, dann fahren wir einfach weiter. Also mal gucken, aber das wäre so schön, endlich mal wieder was Warmes zu haben. Und auch eine Dusche wäre traumhaft. Ja, ein bisschen blöd, dass wir den ganzen Berg wieder hoch müssen, den wir gerade erst runtergefahren sind. Und dann hoffen wir mal, dass sie wenigstens zu Hause ist, dass wir dann bei ihr übernachten können und duschen können. Aber nicht, dann haben wir ein bisschen Akku umsonst vergeudet. Es kommen noch einige Berge. Die nächste Stadt, Uik oder so ähnlich, 50 Kilometer entfernt. Das würden wir dann versuchen, ich glaube, es ist keine Stadt, es ist ja ein Dorf. Aber das würden wir dann versuchen, irgendwie zu erreichen, dann da nochmal zu laden. Hat geklappt. You're lovely. What's his name or her name? Zuri. Suri. Ja. Oh, you're so cute. What's that? Come in. Okay. Come sit down. Want some tea? Yeah, that would be awesome. Come on, dog. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Pub. Ich bin frisch geduscht, Klamotten gewaschen. Das war echt ein Glücksfall. Zuri versteht sich auch super mit dem anderen Hund.
So, für uns geht's jetzt weiter. Endlich ist die Sonne auch wieder da. Richtig gut gefrühstückt. Alles ist wieder trocken. Jill hat sich super verstanden mit dem Hund. Das ist echt cool, weil Jill putzt ein Boot und damit säubert sie immer die Strände von Plastikmüll hier auf Skye. Thank you so much. Okay, thank you for everything. Yeah, I can't wait to tell everyone about what you're doing. Yeah, you rescued me for the rain, from the rain. Anytime, anytime. It's a pleasure. Safe travels. Okay, yeah. See you later. Hat so gut bei Jill zu sein, diesen ganzen Regentag nicht draußen verbringen zu müssen, alles wieder trocken zu haben und ich konnte auch alles waschen bei ihr, alles laden. Und das ist voll cool, weil sie macht ja diese Säuberungsaktion mit dem Boot, was super cool ist. Und sie wird wahrscheinlich nächste Woche ihre erste Fahrradtour in Island haben. Das ist auch ziemlich cool. Jetzt bin ich schon gespannt, was sie berichten wird. Finde ich echt schön, was für unterschiedliche Leute man trifft und so auch in ihr Leben eintauchen kann. Da haben wir geschlafen. Echt ein wunderschönes Haus. Immer höher hinaus. Bin doch etwas perplex, wo jetzt schon wieder der Regen herkommt. Heute ist doch sonnig. Hoffen wir mal, dass wir da durchfahren können, dass es nicht noch stärker wird. Super schwer zu fahren.
Ist schon nicht so einfach. Es geht ein bisschen berghoch und ich habe noch richtig Gegenwind. Einen kleinen Abstecher gemacht in das Tal der Feen. Und hier sollen laut Einheimischen Feen wohnen. Wir fahren noch mal ein Stückchen weiter, dann fahren wir wieder zurück. Jetzt suchen wir uns mal was zu trinken und essen, dass wir mal eine Pause machen können. Es ist schon 50 Kilometer gefahren, jetzt wird es langsam Zeit. Ich ins Ferry Inn gehen, aber das ist nur für Einheimische offen. Hoffen wir mal, jetzt radeln wir ein bisschen zurück, dass die hier offen haben, dass wir eine Stunde laden können, weil sonst die nächste Stadt sind 30 Kilometer entfernt. Ja, die sind komplett ausgebucht und das Restaurant eröffnet auch erst in einer Stunde. Aber ich konnte meinen Akku trotzdem laden und kann jetzt was zu trinken bestellen. Ich muss leider hier draußen sitzen. Aber so langsam bin ich das ja gewöhnt, dass man irgendwie drinnen hier überhaupt keinen Platz mehr kriegt diesen Sommer. Jetzt 2 Stunden hier in dem Hotel und nach 1,5 Stunden habe ich sogar Pommes bekommen. Am Anfang haben sie gesagt, nein, nein, geht nicht, auch nicht zum draußen essen, die Küche ist voll belegt. Aber dann hatten sie doch irgendwie Erbarmen mit mir und jetzt habe ich einen fast vollen Akku. Es ist schon richtig kalt. Das ist echt schwierig, es ist nirgendwo wirklich Plätze zum Aufwärmen gibt, weil die ganzen Restaurants voll sind und man eigentlich immer nur draußen sitzen kann. Oder weil sie keine Hunde erlauben, weil das halt draußen sitzen muss. Und dann freue ich mich jetzt schon auf den Schlafsack. Ein bisschen wärmer ist. Jetzt 7 Uhr, sind laut Google 12 Grad gerade. Ich bin auch echt durchgefroren. Ist der Berg eigentlich gerade ganz praktisch, weil er mich zumindest ein bisschen wärmer wieder macht. Wieder hoch hinaus. Da ist die Fähre zu den äußeren Hybriden nach Lewis und Harris. Ich habe nachgefragt, ob ich die nehmen soll, um weiter nach Norden zu fahren, um nach Alapul zu kommen. Aber die Einheimische gestern, die ich getroffen habe, eine Freundin von einer Freundin, was auch immer, die hat gemeint, ich soll auf dem Mainland bleiben, weil es wesentlich schöner ist. Das machen wir dann jetzt auch. Das ist eine Haarnadelkurve. Und das ist ganz interessant, weil dauernd begegnen mir Leute, die gesagt haben, oh, ich habe dich gestern da gesehen, ich habe dich vorgestern da gesehen. Also wir machen irgendwie alle eine ähnliche Route. Die Leute sehen mich dann alle paar Tage wieder. Das ist ganz lustig. Eine Palme, riesig, in Schottland. Ich hätte nicht erwartet, dass die hier wächst. Die schottischen Fahrer sind übrigens schon irgendwie eine der schlimmsten. Oder vielleicht sind es auch die englischen Touristen, ich weiß es nicht. Aber es ist mir jetzt schon 3-mal in 2 Wochen passiert, dass Autos so überholt haben, dass auf der Gegenspur das Auto anhalten musste, gehupt hat. Einmal hat sogar ein Truck gehupt, weil ein Wohnmobil so richtig kurz vorher überholt hat und der Truck fast stehen geblieben ist. Und ein Auto ist heute stehen geblieben. Die Gegenspur ist so krass, wie hier überholt wird. Das ist mir in keinem anderen Land begegnet bisher. Kroatien war ja schlimm, weil die so eng überholt haben. Aber die haben zumindest gewartet, bis frei ist. So, hier werden wir jetzt irgendwo schlafen. Mal gucken, ob wir eine gute Wiese finden. Der Spot ist doch nicht so übel. Ist alles geteert. Das heißt, schön gerade. Gucken wir mal um die Kurve. Ich entschied, noch etwas weiter zu fahren. Der Betonuntergrund hätte verhindert, dass ich Heringe nutzen kann. Und es erschien mir doch dafür etwas zu windig. Hat auch jemand einen guten Platz gefunden. Weil sie überall schon die guten Schlafplätze abgegriffen. Runtergefahren. Es sind überall Leute, wo man schlafen könnte. Das ist erstaunlich. Und hier war ein Platz frei, wo aber Schafe waren. Ich gehe davon aus, dass die Schafe sich ein bisschen zurückziehen werden, wenn sie Zuri sehen.
Aber das scheint mir der einzige Platz zu sein, ohne dass ich jetzt noch wesentlich länger fahren muss. Es wird ja auch gleich dunkel. Schauen wir mal. Nur gucken, dass wir nicht auf Schafsmist schlafen. Aber es sieht doch hier ganz gut aus. Okay, haben wir unsere abendliche Aussicht. Was ich immer mit mir rumtrage, dieser kleine Stein. Weil das ist immer sehr praktisch, wenn man irgendwo auf der Wiese ist, weil dann der Ständer nämlich nicht einsackt. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Unter anderem, wir umrunden die Insel Skye und treffen dort auf Eddie, der uns ab jetzt ein paar Tage begleiten soll. Wir erleben sehr großzügige und nicht ganz so großzügige Schotten und die Natur wird ab jetzt atemberaubend. Bis zum nächsten Video.